Präsident Trump hat angekündigt, dass er den Verteidigungshaushalt um mehr als 50% erhöhen will auf sagenhafte 1,5 Billionen US-Dollar. Aus meiner Sicht kann das nur eins heißen: Die Zeichen stehen auf Krieg. Und was das für dich bedeutet, was das für Europa bedeutet, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache mit dem Thema Geopolitik. Damit befassen wir uns jetzt ja leider schon seit einigen Jahren. Die Sicherheitslage war nie so prekär, wie sie in den letzten Jahren gewesen ist. Deshalb veranstalten wir regelmäßig unser Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar. Dort anwesend ist auch Generalaußerdiensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er gibt uns Insiderwissen und Insiderperspektive zu den geopolitischen Risiken weltweit und hilft dir einzuschätzen, wie du dich verhalten musst, wie du planen musst, welche Länder sicher sind, wo macht es Sinn, Vermögen aufzubauen, wo macht es Sinn, möglicherweise auszuwandern vor dem Hintergrund dieser vielfachen geopolitischen Verwerfungen. Wie gesagt, das Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. In dem Seminar befassen wir uns mit allen Aspekten eines Plan B. Vor allen Dingen Dinge, die du schon jetzt machen kannst, ohne auszuwandern. Zum Beispiel Konten im Nicht-EU-Ausland zu eröffnen. Es geht ja auch darum, dein Vermögen vor der Übergriffigkeit der EU zu schützen, vor dem zunehmenden Überwachungsstaat, zu dem sich ja leider die EU entwickelt. Es geht um zweite Staatsbürgerschaften, es geht um Aufenthaltsgenehmigung, es geht um Themen wie Wehrpflicht, internationale Diversifizierung deines Vermögens, ein intensives Seminar, 2 Tage in Zürich. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. In der Regel veranstalten wir das 2-mal im Jahr, einmal im Juni, einmal im November. Also schau dir die Details auf unserer Webseite an. Ich würde mich freuen, dich dort kennenlernen zu können. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. US-Präsident Trump hat angekündigt, dass er den Militärhaushalt auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen will, von jetzt 900 Milliarden. Das ist ein gigantischer Militärhaushalt sowieso schon. Damit geben die USA mehr für ihr Militär aus als die nächsten 10 größten Verteidigungshaushalte anderer Länder kombiniert. Jetzt soll das also noch einmal um mehr als 50% erhöht werden. Das, obwohl die USA natürlich in einer ganz schwierigen Finanzierungs- und Schuldensituation ist. Man fragt sich also, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann. Für mich heißt das Ganze, dass die Zeichen auf Krieg stehen, möglicherweise tatsächlich ein dritter Weltkrieg, um mal diesen Begriff zu verwenden. Für mich sieht das Ganze mittlerweile wirklich so aus wie eine komplette neue Weltordnung, aber nicht so, wie wir uns das bisher vorgestellt haben, sondern ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sich die USA sehen wie das neue Rom und tatsächlich wie die Römer oder natürlich auch die Briten eine expansive Eroberungspolitik betreiben will. Also dass man tatsächlich in Länder einmarschieren will und diese erobern will. Etwas, das für unsere Denke, die ja durch die Nachkriegszeit geprägt ist, völlig abwegig wäre. Und deswegen hören wir jetzt ja auch immer diese Kommentare zu Venezuela und den anderen Schauplätzen, Völkerrecht hier, Völkerrecht da, aber in dieser neuen Weltordnung ist das Völkerrecht ja komplett egal. Ja? Also tatsächlich sieht es für mich danach aus, wie wenn wir uns auf eine Zeit hinbewegen, wie wir sie zur Zeit des Britischen Reiches oder auch des Römischen Reiches hatten. Das heißt zum Beispiel, die USA werden schlicht und ergreifend in Grönland einmarschieren und Grönland annektieren. Und wer soll auch was dagegen machen? Wer hat was gegen die Briten machen können damals? Wer hat was gegen die Römer machen können? Natürlich, damals gab es dann große Auseinandersetzungen, zum Beispiel bei den Briten ja die Spanier und natürlich auch die Franzosen. Aber wer wären diese Weltmächte heute? China zum Beispiel, die Europäische Union, kann man sich kaum vorstellen. Aber dass die NATO in ihrer aktuellen Struktur so gut wie tot ist, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Für mich jedenfalls ist das die einzige Erklärung für eine solche gigantische Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Was soll sonst dafür der Grund sein? Wenn du Ideen hast, dann lass es uns gerne hier in den Kommentaren wissen. Es interessiert mich natürlich immer auch, was deine Meinung ist. Aber aus meiner Sicht stehen die Zeichen ganz klar auf Krieg. Und zwar mit Krieg meine ich einen großen internationalen Konflikt, in welcher Weise auch immer dieser Krieg dann geführt wird, zum Beispiel als Eroberungskrieg. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es ein Verteidigungskrieg werden wird, dass man sich hier gegen eine böse Macht verteidigen muss, wie zum Beispiel die Nazis, sondern ich gehe tatsächlich eben von einem Eroberungskrieg aus. Oder zumindest sehe ich das als eines der wirklich realistischen Szenarien, weil ich kann mir nicht erklären, wie gesagt, warum man sonst die Verteidigungsausgaben so ganz enorm erhöhen würde oder damit tatsächlich in der Öffentlichkeit laut spielt mit diesem Gedanken.
Wenn wir das mal für einen Moment annehmen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die USA Russland als Gegner haben wollen. Ich denke mir, dass die USA auf Russland angewiesen sind. Vielleicht nicht angewiesen sind als Verbündete, aber dennoch vielleicht im Rahmen eines Nicht-Angriff-Paktes vielleicht. Denn Russland ist das größte Land der Welt. Russland ist das Land mit den meisten Rohstoffreserven. Ich glaube nicht, dass es sich Trump erlauben kann, wenn er tatsächlich einen solchen Eroberungskrieg führt, hier ohne Russland an seiner Seite Erfolg zu haben. Also, das muss vielleicht keine Busenfreundschaft sein, aber wie gesagt, zumindest so ein Nicht-Angriffspakt, dass man sich darauf einigt, okay, das ist deine Sphäre und das ist unsere Sphäre hier. Die Frage ist natürlich dann, was mit Europa ist. Die europäischen Politiker können sich natürlich eine solche Sichtweise der Welt überhaupt nicht vorstellen. Und die halten das natürlich für skandalös, für verbrecherisch, für gegen das Völkerrecht verstoßen. Und das ist es auch. Nur, wie gesagt, mittlerweile sieht das Ganze für mich so aus, wie wenn diese ganze Ordnung, auf der das Völkerrecht basiert, möglicherweise auch Organisationen wie die UNO eigentlich über Bord geworfen werden und dass wir die Weltordnung tatsächlich neu schreiben müssen. Dann interessiert niemanden das Völkerrecht, dann sind wir, wie gesagt, zurück in den Zeiten des Britischen Empire oder des Römischen Empire. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das weißt, Portugal ist Verbündeter von Großbritannien und das ist das älteste Militärbündnis der Welt. Das existiert schon seit dem 15. Jahrhundert. Ist ja klar, sowohl die Portugiesen als die Briten hatten Spanien als gemeinsamen Feind. Da lag es nahe, dass man sich verbündet. So, ich glaube, solche Bündnisse wird es dann in Zukunft geben, auf solche Bündnisse wird es ankommen. Aber wie gesagt, das Völkerrecht und ähnliche Normen, ich weiß nicht, wie lange wir uns darauf noch verlassen können. Ich meine, wie gesagt, es hängt natürlich viel davon ab, was in den USA passiert. Zum einen natürlich diese ganz schwierige Finanzierungslage, die USA mit ihren gigantischen Schulden. Wie soll das weiter funktionieren? Wie soll man weiter immer größere Schulden machen? Wer wird das noch finanzieren? Das ganze System basiert ja darauf, dass Gläubiger amerikanische Staatsanleihen kaufen. Wir haben ganz deutliche Trends gesehen, dass viele wichtige Gläubigerstaaten aus den amerikanischen Staatsanleihen ausgestiegen sind und stattdessen in Gold lieber investieren. Deswegen ist der Goldpreis in den letzten Jahren ja so ganz enorm gestiegen. Die andere Frage, was kommt nach Trump? Wird er wirklich zurücktreten? Wird er sich dort als römischer Imperator, als Diktator installieren? Oder wird das passieren, was manche Beobachter vermuten, dass man sozusagen eine konservative 68er Bewegung, sage ich mal, so in der Art hat, dass wir jetzt einer lang anhaltenden, möglicherweise jahrzehntelang anhaltenden Welle von konservativen Wahlsiegen entgegenschauen. Das ist natürlich auch noch entscheidend. Die amerikanische Demokratie findet ja auf vielen Ebenen statt. Wir sehen immer nur die Bundespolitik, aber da gibt es natürlich auch die Bundesstaaten und dann gibt es in den Bundesstaaten dann auch noch die sogenannten Counties, also die Landkreise und die Städte und Gemeinden. Und Demokratie wird ja in den USA sehr direkt erlebt. Also Richter werden gewählt, Staatsanwälte werden gewählt, der Sheriff wird gewählt, ja. In vieler Hinsicht nochmal auf viel konkretere Art und Weise als zum Beispiel jetzt in der Schweiz. Also da muss natürlich schon viel passieren, sage ich jetzt mal, um das amerikanische System hier auf Linie zu bringen, gegen den Willen der amerikanischen Bürger. Ja. Wobei, wenn wir jetzt hier den Vergleich ziehen zu den Briten oder zur Zeit des Römischen Reiches, da waren die meisten Römer und die meisten Briten ja sehr glücklich, dass ihr Land eine so wichtige Rolle gespielt hat. Die haben sich dafür toll gefühlt, die haben sich dafür bestätigt gefühlt, dadurch ist natürlich Reichtum ins Land gekommen. Großbritannien hat ja ganz enorm von den Kolonien profitiert und ganz enorme Reichtümer angehäuft. Man war stolz auf den Status des eigenen Landes. Ist die Frage, wie die Amerikaner das sehen würden, wenn jetzt Trump wirklich beginnen würde, einen solchen Eroberungskrieg zu führen. Aber zurück zu den Europäern. Wie werden sie reagieren? Was werden sie dagegen machen? Sie werden relativ wenig dagegen machen können, denn selbst wenn sie dieses Verhalten ganz entsetzlich finden, sind sie weiterhin auf wirtschaftliche Beziehungen angewiesen. Das heißt, man kann im Grunde genommen, wenn man will, dass die USA weiter einkaufen und dass der US-Markt weiter offen ist für ausländische Produkte, wird man ehrlich gesagt dort relativ wenig machen können. Wir haben jetzt ja auch gesehen, wie Merz reagiert hat auf die Entführung von Maduro, dem venezolanischen Präsidenten. Er war da sehr vorsichtig, die USA zu kritisieren. Ich persönlich finde das nicht falsch. Ich meine, er kann sagen, was interessiert mich das? Soll er den Maduro entführen? Das ist nicht die Verantwortung Deutschlands. Und Deutschland darf das auch nicht zu seiner Verantwortung machen. Er hat Verantwortung für die deutschen Arbeitsplätze, für die deutsche Wirtschaft. Und eine echte Neutralität bei den Angelegenheiten anderer Länder, ja, die ist eigentlich ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell. Das sieht man ja zum Beispiel an der Schweiz.
Also sich hier neutral zu verhalten und sagen, das ist nicht meine Sache, ich mische mich da nicht ein, ich mag es nicht gut finden, dass sie das gemacht haben, ich mag das als eine Raubrittermethode empfinden, okay. Aber deswegen jetzt hier ein großes Tohuwabohu zu machen oder sprechen uns anderweitig zum Beispiel für Sanktionen gegen die USA aus, sowas kann er sich im Grunde genommen nicht erlauben und so wird es in Zukunft auch sein. Tatsächlich werden die Europäer sehr vorsichtig sein müssen, nicht zerrieben zu werden in solchen Konflikten und es wäre nicht das erste Mal. Du magst dich an den Dreißigjährigen Krieg erinnern, wo ein großer Teil der deutschen Bevölkerung gestorben ist und da ging es nicht um deutsche Interessen bei diesem Krieg. Der wurde auf deutschem Gebiet ausgeführt, weil Deutschland eine ganz unglückliche geografische Lage hat. Wie ich es schon vielfach gesagt habe, das wird auch das Problem in Zukunft sein. Ja? Das heißt, du musst dir sehr genau überlegen, wie du dich jetzt positionierst, wie du dein Vermögen diversifizierst, ob du irgendwelche Klumpenrisiken hast, welche Staatsbürgerschaften du hast, welche Aufenthaltstitel du hast, wie du dich selbst positionierst. Also nochmal, was ich jetzt gesagt habe, muss ja nicht unbedingt Grund zur Panik sein. In den Zeiten des Römischen Reiches, in den Zeiten des Britischen Empire gab es viele, die enormen Reichtum angehäuft haben, nicht nur in Großbritannien und nicht nur in Rom. Aber du solltest dir dazu einmal Gedanken machen und natürlich musst du deine Kinder und deine Enkel aufpassen, möglicherweise auch auf dich selbst, je nachdem wie alt du bist. Es ist natürlich alles ziemlich freudlos, wenn du zum Militärdienst herangezogen wirst und in einem solchen Krieg oder auch schon alleine, wenn du in die Ukraine geschickt wirst, um dort für Frieden zu sorgen, vor dem Hintergrund, dass Trump sich mit Russland verbündet hat und die Russen vielleicht weiter munter die Ukraine attackieren werden. Also in diesem Sinne, bleib wachsam, beschäftige dich mit diesen Fragen. Die geopolitische Situation ist meiner Meinung nach weiter am Eskalieren weltweit. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Leben so weitergeht wie in den letzten 80 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber wie gesagt, man kann hier durchaus zuversichtlich sein, man kann optimistisch sein, man kann von einer solchen neuen Lage auch profitieren, muss aber dabei natürlich flexibel sein, muss sich auf eine solche neue Situation einstellen und nicht in alten Verhaltensmustern verharren. Sonst ist das Risiko groß, dass du zwischen den Mühlen der Weltmächte zerrieben wirst. In diesem Sinne, stell dich international auf, wir unterstützen dich gerne dabei. Das ist genau das, was wir seit 20 Jahren tun. Ich persönlich habe ja die EU, habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nicht bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Wir helfen dir bei Steueroptimierung im Ausland, Firmengründung, Kontoeröffnung, zweite Staatsbürgerschaften, also alles, was du brauchst für ein neues internationales Leben, bei dem du dein Vermögen schützt, dein Vermögen mehrst und von möglicherweise gefährlichen Situationen am Ende auch noch profitieren kannst. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.